etwas beruhigt. Vielleicht bin ich gerade noch etwas mehr ausgezuckt, nachdem das letzte Spiel leider nicht funktioniert hat. Für das ich sogar bezahlt habe, ja. Nun habe ich mir schnell Gun Home runtergeladen. Das ist bei Twitch Prime gratis gerade in diesem Loot-System drinnen. Vom 1. bis 31. Mai. Jetzt haben wir Mitte Mai. Das heißt, das werden wir hoffentlich schon schaffen, auszuspielen. Normalerweise dauern diese Spiele nicht so lange. Ich schaue gerade etwas runter, weil ich einen Tontest noch machen möchte, ob die Musik eh nicht so laut ist. Beginnen wir einfach mal das Spiel. So, use the arrow keys to walk, look around using the mouse. Das... Okay. Gut. Es ladet. So, ihr hört noch kurz mich doppelt, weil ich immer noch diesen Soundcheck hier mache, ja. Und ich warte jetzt mal, bis hier eine Videosequenz mit Text Hi, Mom. ist. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport, so you don't have to pick me Okay, up. hier redet wer, hier Like, redet really wer. Ich seriously, rede kurz you don't ein. have Es to. tut mir leid. Okay, so love you. See you soon. Bye. Gut. Funktioniert alles wunderbar, wunderbar. Gone Home. 7. Juni 1995. 1:15 Uhr in der Früh. Woo, Horrorspieltime. Wow. Okay. Okay. Wie heißen wir? Kathleen Greenbrier. Okay. Ah, da können wir reinzoomen. Mit der rechten Maustaste können wir zoomen. Gut. Wir können nicht springen. Wir können wieder alles öffnen. Das finde ich toll. Press right mouse or left shift to examine a held object. Wie viel hat die hässliche Ente gekostet? 5,99 $. Absoluter Wucher, würde ich mal sagen. Hallo Enrico. Danke. Ich habe mich gerade etwas wieder beruhigt. Ich habe es gerade schon erzählt. Hab kurz aufgeschrieben, wie ich offline war und bin drauf gekommen, hey, Twitch gibt ja diese Spiele gratis ja einen Monat. Enrico, du kennst alles, oder? Kann ich dir irgendwas Neues eigentlich noch präsentieren? Oh, wir haben zufälligerweise gleich den Housekey gefunden. Press 1 or I. Ah, das sind wir. Okay. Da ist der Housekey. Boarding Pass. Unser Passport. Wir haben auch eine Karte. Wozu brauchen wir eine Karte? Okay. Wie groß ist dieses Haus? Gut. Ah, da können wir auch zoomen, okay. Wird schwer bei Adventure-Spielen, bei allen anderen Genres kenne ich kaum was. Okay, okay. Enrico, du bist ja der Profi, dafür kann ich mich auch immer auf dich verlassen, dass du mir hier hilfst. So, wir öffnen jetzt einfach mal die Tür. Hallo. Okay. Enrico, egal wer neu dazukommt, du musst sie warnen, dass ich ein Kreischer bin. Ja, Turn Lamp off. Na sicher nicht. Sicher nicht. Das ist nicht gruselig? Okay, ich habe das Horrorspiel angegeben. Ich werde nicht kreischen. Okay. Okay. Also es ist nur unheimlich. Terence Greenbrier. Okay, die ganzen... 2 Fernseher, nice. Dear Katie, so much has changed, even just since you've been away.
we moved into this house. I'm in a new school. And my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal. Just like I was talking to you. Ah, ein Autorenmagazin. Stephen King. Get published. The Secret. Okay. Braucht immer was zum Lesen am Klo. Ich habe auch immer was zum Lesen am Klo. Ganz wichtig. Ja, hier Carsten. Nimm Quickfix Pflaster. Hier. Okay, das klingt schon mal gut. Wir flaschen die Toilette. Das finde ich toll. Apfelduft, das ist schön. Können wir hier noch mehr Licht anmachen? Nein. Sehr gut, doch. Geht noch, da geht noch was. Die Grafik finde ich schon mal super. Also da kann man wirklich nicht jammern. Man kann auch mit ziemlich allem interagieren. Wie kann ich das vorlesen lassen? Gar nicht. Direction to work from new home. Wo ist New Home? Können wir das sogar das Haus verlassen? 1 Stunde 10 Minuten brauchen wir die Arbeit. Schon heftig. Bin ich da schneller? Nein. Ich gehe gleich schnell. Da ist noch eine Lampe. Wir drehen alles auf. Lichtverschwender, Stromverschwender. Das sind wir, das sind wir. Read letter. Oh Gott, ich kann das ja gar nicht lesen. Dear Pan, Cran, Fan. It's so good to hear from you again. All this new house business sounds like quite an adventure. Remember the little dorm room we shared freshman year? When we were miserable, fantasizing about our dream homes? I always said I wanted a mansion. You said you just wanted a house in the woods. Look who got both. Somebody up there likes you. I could use some of the magic. Send me some lotto numbers, I will play them, seriously. But I shouldn't be complaining about this good old split level we've had since Bob got transferred to Winnipeg. We just got new vinyl siding. Jealous yet? Let me know if you ever want to trade places. So how are the girls doing? Has Katie left on her big European adventure yet? Sparking of jealous. Right back soon. I miss you, Rumi. Carol. Okay, also die schreiben uns, wir sind die Tochter. Wir waren in Europa. Schön. Sollte jeder mal gesehen haben. Die Tür ist verschlossen. Die ist offen. Janice, das ist unsere Mutter, ne? Janice. Senior Conservatorist. Forestry Service, okay. Dann wissen wir schon mal, wo sie arbeitet. Wir können es hier drin verstecken, sollte was sein. Man kann die Tür in beide Richtungen aufmachen, das finde ich ja sehr geil. Das ist mir neu. Ich möchte immer Shift drücken zum Laufen. Ich kann crouchen? Oh nein, das heißt, das sind andere Menschen und auch wo ich mich verstecken muss, das mag ich gar nicht. Ich möchte keine anderen Menschen. Katie's Departure, Flight. Okay, es wurde alles aufgeschrieben, wann ich komme. Warum hat mich niemand abgeholt? Oh Gott. Gänsehaut. Sam, Daniel from the old neighborhood called. He wants to come see the new house. Call him back.
Mom, Daniel is a total weirdo. The only reason I ever hung out with him in the first place is he had a Nintendo when we were little. Okay. Sam. Sam. Hello. Sam. Sam, where are you? Really? I need to talk to you. Please be there. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Okay, das waren wir. Das letzte waren wir auf jeden Fall. Wer war das am Anfang? Wie riesig ist denn dieses Haus? Press Tour and to check the location of the house. Damn it! Ich hoffe, die haben eine gute Putzfrau. Welcome, new student. We hope that you're as excited about your first day at Goodfellow High School as we are. Please be sure to bring the following with you on your first day of classes, so that you can get right into the swing of things. Was höre ich da? Hä? Oh my god. You are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school, and there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, wishing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Great. Ich habe das Gefühl, der Brief ist vorgelesen worden, aber ich habe es nicht wirklich verstanden. Kann ich das lauter drehen? Sound Voice. Nö. Das ist alles auf laut. Hi Mom, Dad and Sam. I'm in Paris. I've done many Parisian things, including eating le petit déjeuner and wearing a beret. I'm going to have lots of film to develop when I get back. Sam, I'm bringing you back something from the Shakespeare Book Company, since you are my favorite sister. Love you all, Kathy. Okay, wir sind Kathy, aber wir lesen Sams Journal. Okay. Oscar Doug Mason. Oscar Mason, 60, of Boone County, died peacefully last month in his home. Mr. Mason was born on September the 8th, 1933, in the house that would be his home for the rest of his life. He attained his degree in pharmacy at a young age and returned to Boone County to practice. He quickly became a well-loved figure at the center of the community. In the decades preceding his passing, he was seldom seen outside his home. A service will be held this Sunday at the First Methodist Church at 1 p.m. All are welcome. His survivors include his nephew, Terence Greenbrier, as well as in spirit the people of Boone County, to whom he provided wellness and comfort. Okay, wir sind nach dem also reingezogen, ja? Okay, er ist in diesem Haus gestorben, was gar nicht gruselig ist. Gar nicht gruselig ist. Ist das unsere Mutter? Wer ist das?
Wir legen das mal raus. Nein, wir wollen das rauslegen. So. Okay. Das habe ich gehört. Fuck. Residents are strongly urged to stay indoors and secure all windows and doors. Flood conditions are expected at lower elevations. Okay, der Videorekorder ist irgendwie weg, das heißt, wir können die Kassetten nicht anschauen. Und wir haben eine Wetterwarnung. Noch mehr Kassetten, noch mehr Kassetten. Crab Plate, Crab Soda. Hi-Fi. Enclosed, please find a Pioneer unit with remote and cables. We need half-page review for the October issue, so that gives you about 2 weeks to get us a copy for edit. Standard stuff like you gave us on the blah. It's a combi play. Okay. Also wir testen anscheinend Sachen. Ja. Es ist aber nicht hier drinnen. Pizza haben wir auch gegessen. Also nicht wir, unsere Familie, wer auch immer das war. Da ist nix. Die X-Files. Oh, die X-Files habe ich auch gern gesehen. It's Mom's Old Work Mug. Ich bin nach einer langen Europareise wieder zu Hause. Genau, das habe ich jetzt auch, glaube ich, mitbekommen. Nur wo sind alle? Warum will ich crouchen? Ich kann dahin crouchen. Hauntings and Poltergeists. Es gibt keine Monster. Warum muss ich denn crouchen? Das macht mir wirklich Angst. Sam, thought this might help Dad. Making friends. Oh, okay. Aber das Ganze spielt in den 90er Jahren, oder? You know that feeling where the first moment you see someone, it's like they have a big gold star around them and you have to get to know them. Okay. Well, there's Damit ich this Sachen am girl. Boden finde. I think she's a senior. She's usually dressed kind of punk. But sometimes I see her in this, like, army uniform. And she's always drawing in this notebook, looking so intense. I had no idea how I would ever, like, have an excuse to talk to her. Till I noticed she and her friends hang out and play Street Fighter at the 7-Eleven every day after school. Cool. Also mit denen will ich mich anfreunden. Februar 1978. Terry, hey man, how have you been? I know you're a published author and everything now, but my editor at Hi-Fi Aficionado has too much review work to go around, and he's looking for another freelancer. Naturally, I thought of you. You were saying in your last letter how much of a pain it's been trying to find a publisher for your latest work of literature, and writing stereo reviews is that simple. Sit at home with a glass of scotch, listen to some records and write up how it sounds, and then get paid. I've included some issues of the magazine to use as examples. If you're interested, send some samples to my editor and tell him your old colleague Gnome Mike sent you. Here's the address. Blah blah blah. Do it, Mike. Thanks, Mike. Terence L. Greenbrier. Accidental Savior. Ein Thriller haben wir hat unser Vater geschrieben. Okay. Schlammkrabben jagen. Ja. Schlammkrabben jagen bin ich immer dabei.
Okay, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als ein leerstehendes Haus, und laute Musik. Wir lassen das. Ich möchte das nicht. Es ist jetzt noch Tag, und ich fürchte mich jetzt schon. Enrico, du kannst so viel sagen, wie du willst, dass das nichts zum Fürchten ist. Ich habe Angst. Ich habe schon bei Cinemax angefragt, ob die extra viele Schlammgraben reinbringen können. So, ja, es muss viel mehr Schlammgraben kriegen. Und Leute, ich habe ein Level nur durch die blöden Schlammgraben gekriegt. Egal wie lustig ihr euch darüber macht. Hochlebende Schlammgraben. Ich möchte das normal hinstellen. Das geht nicht. Okay. Wir können sie einfach nicht anzünden, da wir keine Streichhölzer
has given up her rations to keep Boris alive, but in the end nothing can save him. Since the lining of the uterus is not needed for a pregnancy, it comes out through the vagina. Essa vows to survive. She sets off to join the Polish resistance as a daring spy and saboteur. Another ovum starts to develop in one of the ovaries and the process begins again. It is incredible how the female body knows how to prepare for pregnancy. Yeah, you know what? Never mind. What the hell? Okay, get out of here. Katie, please tell mom and dad sorry about the stuff that's missing. Sam. What is missing? Again, coupons. I love coupons. Sorry. Hello, Lonnie. So if you wanted to come over to my house still this afternoon, that would be cool. I can drive. It's kind of far, but I can drive you home too, so hopefully that's fine. Right back and leave this in my locker if you still want to, and we can meet in the parking lot after 6. Samantha. Yeah, I'm totally in. See you there, then I'm gonna kick your butt. Get ready. Und ein Kamehameha ins Gesicht. Was? So you know what they say about the best laid plans of mice and men? Yeah, turns out it applies to Street Fighter too. At least I worked up the courage to walk into the 7-Eleven and ask for a turn, but all that practice at home did not exactly translate in the wild. So after I was finished getting my butt kicked, I followed them outside while they smoked. And that was when she asked me if I was that psycho house girl. But then she said she's always really wanted to see the psycho house. Her name is Lonnie. She's coming over tomorrow. Okay. Lonnie. Katie, please, whatever you found, don't tell mom and dad. The attic. We have to go to the attic. Yeah! You know what I love more than the cellar? The attic. Okay. Okay. That's locked. Okay. By the way, an alle, die zuhören, ich reg mich doch schon ab. Ich reg mich ab. Alles gut. Der ist harmlos. Ach, du schwindelst doch sicher, oder? Hey, ich habe die Tür nicht geöffnet. Habe ich die Tür geöffnet? Du musst erstmal darauf kommen, okay. By the way, alle, die zuhören und mal wissen, wie ich mit Liebeskummer umgehe, Bier, Cola und eine Sachertorte. That's how I handle this shit. Und das ist auch meine Stärke, die ich gefunden habe, wieder zu streamen. You can do better. Warte, da können wir reinzoomen. Alles in den Mixer. Noch nicht. Vielleicht beim nächsten Nervenzusammenbruch. Dann würde ich vielleicht in den Mixer gehen. Okay. Magic Bullet Theory. Schaut ein bisschen aus wie der Arbeitsplatz unseres Vaters. Ich hatte genauso eine Schreibmaschine. Das ist ja der Checker. Ja gut. Das heißt, da schreibt er gerade etwas Sinnloses, um Geld zu verdienen. John Russell opened his eyes and saw them, the stars, twinkling as if he were lying on the grass in his family's yard in Massachusetts, even though the place was a million miles away. No, he blinked the sleep from his eyes looking through the carbon-reinforced safety glass of the space station Archimedes.
Yes, he was a long way from home, but the future needed him. John Russell's head swam. He felt incredibly drunk, despite not having touched a drop in hours. He vomited onto his feet, his bare feet. He started for a moment, processing his sick-flecked toenails. Scanning up his shins, bare knees. He was completely naked. He looked up and met the eyes of a gorgeous blonde woman wearing a tight polymer fiber tunic. The fabric that strained at the seams to contain her generous bosom was emblazoned with the phrase "Meta Transference Operator." Then he passed out. Okay, he's not the best typer, yeah? John Russell had crossed the gap in time. Only messages has passed before, but now a man. They needed him, now more than ever. Changing the past was no longer good enough. The instructions from the council had been clear: what to procure, what to construct from it, how to assemble it. So he made a machine, how to transport him bodily across time, and now he stood there on the bridge of the starship Archimedes, command of the vessel, because only he who had saved the president's life twice before could helm the Neve crew to their destiny, the fate of the galaxy. Wow, that sounds really terrible. Benjamin Almond, The Killing of JFK, a theory. Yeah. Electrical inspection form. Does the blah 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 need local codes? Yes. Wiring in house is technically up to safety and parish requirements. However, multiple layers of wiring have been added into structure over the last 100 years. System is frequently unpredictable. Lights blink out for no clear reason. Pressure on floorboards and door frames disrupt circuits. Okay, so we have some problems with electricity. Why do I speak English? Wir haben da ein paar Probleme mit der Elektrizität. Fuck. Okay. Es ist wirklich ein sehr krasses Haus. Wow, hallo. Sarah Holst. Stranger Under My Roof. The #1 best-selling advice book for parents of teens. Dr. Eliza Medina. Okay. Oh, I will note that number. That's important. I'm sure that's important. 0451. Read letter. November 1994. Dear Terence, David asked me to write you regarding the reviews you've been submitting the last few months. Frankly, they're becoming more trouble than they were from an editing standpoint. There's a word limit. It's your job to stay under it, not mine to cut back to it. Even then, it's becoming harder and harder to weed out tangents and non-sequiturs, from the usable copy without heavy rewrites. The readers of home theater aficionado want to hear about the quality and value of the hardware, not ruminations on your childhood. If it were up to me, I wouldn't be writing this letter. I would just be cutting you loose. There's tons of guys half your age who would take half your rate to write stuff I could actually use. But David's known you for a long time and he's the boss, so I'm giving you one more shot on on his say-so. You should write him a nice note thanking him for his patience and generosity. Look through your old stuff and start submitting reviews like that again. Then everybody will be happy. Brand Kurtwood. Okay, so wir haben einiges falsch gemacht. Wir haben zu kompliziert geschrieben. Es ist ein bisschen wie bei Layers of Fear. Also wir waren mal gut und jetzt sind wir schlecht.
Wir haben fast unseren Job verloren, wo wir die Reviews schreiben. Was heutzutage im Zeitalter vom Internet schon fast unvorstellbar ist, dass es noch jemand macht. The Accidental Prophet. Accidental Prophet, okay. War da noch was auf der Rückseite? Nein. The Accidental Pariah. A message from our future saved the president's life once, but within the next 24 hours there will be another attempt and the lines of communication are down. Schauen wir mal, was da darunter liegt. Hallo, Moscow by night, drugs, prostitution, the mafia, Japan's bloody war on dolphins. Gosh, Dad, really? Okay. Ich glaube, sonst haben wir hier nichts verpasst. Nö. Da fehlt ein Akt. Ah, Code 0451. 0451. Kubelik and Weiss, attorneys. Dear Mr. Mason, please find enclosed your original document and a typed copy for your records. The notarized copy has been filed at our offices. Thank you for entrusting our firm with this important matter. Jeffrey Weiss. Will and Testament ist Testament von unserem Onkel. Oscar Mason, possessing the full competence of mind and memory, and after full survey of valued items to my name, do hereby declare this document my last will and testament. The following shall hold true upon my passing. Number 1. I declare that I am a lifelong resident of Boone County, that I am unmarried and have no children. 2. I declare that I have no outstanding debts to my name to any creditors living or dead. 3. I do hereby bequeath every item of value of which I may die possessed, including the dwelling and surrounding acres located at Arbor Hill, as well as any and all personal property and moneyed accounts to my nephew Terence L. Greenbrier Jr. of Ellis County. In the event that said Terence L. Greenbrier Jr. should predecease me, then and in such event, the bequest to him shall fall, and the same is bequeathed to his children as ordered by age and competence as stewards of the estate. I subscribe my name to this will this 13th day of August 1973, signed Oscar Mason. Okay. Guess that was important. Also, unser Onkel hat unserem Vater alles vermacht, und sollte er vor ihm sterben, erben wir die Kinder nach dem Alter geordnet. Das Haus und alles, was dazugehört. Sam, Katie, Mom and Dad. Jan und Terry. Jan und Terry. Die schauen alle gleich aus und unheimlich. Also ja, ich könnte mich vor unserem eigenen Schatten schon fürchten. Die Tür war zugesperrt. Lampe. Ich möchte Licht. Ich möchte ganz viel Licht. Controlled Burn. 94. Clumps of smoke will rise above the lap. In addition to removing dead and overgrown vegetation that can lead to wildfires in 3 months, the operation will serve a valuable training tool for the forestry and fire. Okay, das ist ein Zeitungsartikel, wo unsere Mutter als Zuständige etwas gesagt hat von diesem Waldding da, ihr früherer Job. Nicht mega aufregend hier.
Notice of temporary personal transfer. Ah, das betrifft unsere Mutter auch. Das heißt, sie hat ihren Job verloren oder ist transferiert worden. To aid in the upcoming prescribed burn operation, a range of expertise and procedure is being transferred to the station at Flintlock National Forest. Effective 94. Please see attached personal file. The overseeing officer at Flintlock Forest Station, senior, blah blah blah, Jenny Screenfire is charged with the supervision of transferred personnel. Okay. Couple sprawling, cooking class, take a prom, ballroom, dancing. Cooking class, okay. Irgendwie ist nur mal die Cooking class übergeblieben, kann das sein? Cook the big meal for Jerry and Sam. Okay. For Sam. Love thing. Stab. Cherry bomb. Throw away. Fuck your things. Polaroid. Panic bitch. Just wanna kiss right now, you don't, Queenie. Okay. Wir kennen alle diese Kassetten von früher. You're gonna like this one. It's weird hanging out with girls. Daniel was around ever since I was little, and other girls? I don't know. But being around Lonnie is like instantly just right. I gave her the grand Psycho House tour and took my revenge on Super Nintendo. And it was like, I don't know, I finally found someone I feel normal around. I drove her home and she gave me this tape and said, "You have got to listen to this." I haven't stopped playing it since. Ist unsere Schwester lesbisch? And to whom it may concern, I, Samantha Greenbrier, am 17 years old and am therefore an independent, fully functional human being. The fact that you still forbid me from going into the city on my own is frankly absurd. Compare with Katie, who is only 3 years older than me, and yet you allowed her to go all the way across an ocean to another continent on her own. Duh. I just want to spend an evening in a normal, totally safe, and underline, totally safe, whatever, on my own like a human being. And since you may also remember that I have my own car now, you can't really stop me. Warmest regards, your daughter Samantha. Wow. Love, my sister. That's her room. Chun-Li Moves. Oh, ich liebe Chun-Li. Die habe ich immer gern gespielt. Brauche ich das? Muss ich mir das merken? Kann ich spielen? Nein, auch da fehlt die Konsole. Cool Small, Brad Mobile, okay. Oh Gott, das habe ich früher als Kind geliebt. Funktioniert das noch? Okay, es funktioniert nicht. Ich sehe nix. Journey of Crystal, sounds nice.
ohne Nintendo kommen wir noch nicht weit. Haben wir die Tür nicht zugemacht? Hi Lani, I wrote this in first period and left it in your locker on the way to second. It's what all the cool kids are doing. I decided, write me back. Also here's an idea for something to draw. 2 cats on a motorcycle. Hey, this is a good idea. What all the cool kids are actually doing is sending each other pages in their beepers. It'll be cooler than them because guess what? They can't put this on a beeper. Your drawing of cats was so good that I added a background to make it even better. Maybe I should use stick to writing though. Ah, I like it. How did you know they were about to be abducted by aliens? I'm looking at Mr. Frisch right now. I feel like he probably have lots of cats. Also like his secret chain he watches. Ask him about it after class. He said he doesn't have cats and also that he's never watched 1910, but I could see his eyes, he's lying. Also die dürften eine wirklich gute Freundin worden sein. Okay, da fehlt noch eine Kombination, die müssen wir noch rauskriegen. This is the one me and my dad are building. Wanna go for a ride when it's done? Brother 150. Nice. Oh. Stegosaurus. Süß. Sam, I think the creative writing track would be perfect for you, Mrs. Lapp. Huh. Oh nein, was ist passiert? Was hat unsere Schwester gemacht? Mr. Benchley observed Mrs. De Soto wearing a t-shirt with an unacceptable image on the front. Okay. Ein T-Shirt mit einem Bier drauf. Okay, es wurde die Option gestellt, dass wir das T-Shirt, also dass Mrs. De Soto das T-Shirt umdreht oder ein anderes aus dem Umkleidezimmer holt. Aber nein, nichts davon ist passiert, deswegen wurde Mrs. De Soto suspendiert. Und muss dieses Formular unterschrieben zurückbringen, was nie passiert ist, okay? Hey Sam, do you want to see Pulp Fiction after school at the Coliseum? It came out last weekend and thought one shut up about it, so either it's good or we can make fun of him for liking it. My mom's supposed to cook dinner for us tonight for a change, but I can't just ditch out and probably. What time? Also, isn't that movie supposed to be really violent? Am I going to barf? Oh, der Barfing Burger ist lieb. Ich verschwinde hier schon wieder in meinem Sessel. According to Todd, it is pretty hardcore. I guess Uma Thurman gets stabbed in the heart with a heroin needle, so that's kind of hilarious. Also something about cheeseburgers is important. Ja, so hardcore ist der Film jetzt nicht.
Nein, das ist Farbe. Lonnie brought her hair dye over today. She said, I need to fix these roots. Think you could help? Dyeing hair is weirdly intimate. I don't know if I've touched someone else's scalp before. It's pretty intimate, right? It felt intimate. We looked in the mirror together after, and I expected her to say something about how it looked crappy, or good, or whatever. But that's when she said, "You're so beautiful." And she was looking at me. Right in that moment, I wanted to say something, but I waited. And the moment was gone. Hey, das ist unser Job, das zu öffnen. Excuse me. Ein Kondom. Bereits ein eingeschmiertes Kondom. Hallo, Daddy. Also im Vergleich zum Rest vom Spiel schauen die Klamotten schon sehr flach aus. Muss man schon mal sagen. Wieder eine Postkarte von uns. Juhu! Dear Mom and Dad and Sam. Oh, Entschuldigung. I am in the tunnel. This is my second passage through the tunnel. I am on my way back from London, this time going to Brussels, Belgium. Sorry I didn't write you on the way to London, but I was too excited about the tunnel. London was great. Dad, I know you always wanted to visit and I think you really should. You would love it. If you all wanted to come back here as a family sometime, I guess I could be convinced. Love you all, Kathy. Wie überall Untersetzer sind, das finde ich ja ganz lustig. Willie Nelson, wir lieben Willie Nelson. Butch Cassidy, All the President's Men. Methan. Das haben wir gezeichnet. Yikes. Okay. So viel Text. Warum habt ihr denn keine Synchro eingebaut? Okay, es geht um Beziehungen, dass man Downs darin hat. Don't tell me. Aber man gewöhnt sich dran. Mit dem neuen Haus, mit den Kindern, mit dem Leben der anderen. Ich weiß, es wird nicht viel helfen, oder? Aber mach dir keine Sorgen. Terry kommt schon über alles, was ihn noch immer ablenken sollte. Und alles wird wieder normal. Und Sam ist nur ein Teenager, der wird auch wieder normal. Okay, danke Carol. Carol. Wir sind nicht die schönste Familie.
Hier ist das Licht sogar an. Watercolor Technique. Und natürlich ein eigenes Badezimmer auch. Wie viele Zahnbürsten haben die denn? Die ersten Kästen, die wir nicht aufmachen können, das ist ja fast schon... Noch ein Badezimmer? Also das ist doch etwas übertrieben. Verrückt. Badezimmer im Badezimmer. Wir müssen wieder die Toilette spülen. After the honeymoon. Ah, Sex im Alter. Toll. Bin ich bald dort. Habe ich mal erwähnt, dass ich so ein kleines Problem im Alter habe? Im nächsten Monat werde ich schon 31 Jahre alt. Ist nicht schön. Katie, Mom and Dad were going to make up the guest room for you to stay in over the summer. But I came home on such short notice that they weren't around to do it. You can use my room if you want. I won't be needing it anymore. Was ist mit Sam passiert? What the fuck? Okay, da ist der Dachboden und es ist creepy as fuck. Wir gehen erstmal hier rein. Also, das ist anscheinend das einzige Gästezimmer in diesem riesigen Haus, das sie für mich herrichten wollten. Danke aber auch. Und das haben sie nicht geschafft. Das sind unsere Sachen auch schon drin. Hey Sam, you were asking what my Gerotic ribbons meant. Here is a handy guide, orienteering. This means the army thinks I can find my way around. Riffle team. Lolly, okay. Ghost Hunter Channel. Also sie hat verschiedene Erfahrungen in diesem Haus gemacht, mit Milch, die plötzlich schlecht wurde, oder Geräusche, ein Geist um die Ecke bog. Oscar is definitely here. So, und der letzte Eintrag. And Lonnie to stay up all night and help patrol premises, recording any signs of otherworldly presence. Lonnie reported many sightings, but all remained unconfirmed. Possible ectoplasm in attic, probably leaky roof. Sample taken just in case. Despite due to our best efforts, we both fell asleep around 4 a.m. All in all, a successful night. Okay. Gott, jetzt hat mein Handy vibriert hier. Ich gleich erschreckt. Meine lieben Freunde, die gratis Spiele Hunter, aber das Spiel habe ich schon längst installiert. Gut. Noch ein Licht, das wir anmachen können. Wuhu. Nichts, das wir tun können. Hallo Dachboden. Wir können noch einmal vorher abbiegen, das ist schön. Noch eine Lampe. Unsere Mutter malt anscheinend. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin ganz sexistisch, dass es unsere Mutter ist. Hier wird irgendwo noch eine Kassette herumkugeln. Ah, und dieser Ranger, der unserer Mutter quasi geschickt wurde, ist außerordentlich toll. Gut.
Schön. Halloween show. The Misfits, they're awesome. Don't forget your costume. See you there, Lonnie. Sometimes you just have to lie to Mom and Dad. Like when Lonnie asked me to see a band with her and stay over at her friend's place in the city after. That's a lie to Mom and Dad's situation. But it was so worth it. The girls on stage were just so loud and real and awesome. And everybody was moving together like one huge tide of sound. Between two songs, Lonnie leaned over and said, "How do you like your first show?" I was so happy. I felt tears starting in my eyes. And then she up and hugged me. I think she could tell. Okay, also Sam ist auf jeden Fall in diese Lonnie verliebt. Und sie ist sich sogar so ein ganz kleines bisschen unsicher, ob sie nicht sogar das weiß, ja, und das Gleiche für sie empfindet. Calculated for Sam. Heavens to Betsy. Don't look here. Lonnie, holy crap, I was in the library and I noticed something in the corner and I found a secret passage and it had Oscar's creepy old stuff in it. What? Oh my god, I have got to see this where we're skipping 6, warte mal. Bibliothek, Badezimmer, Closet und da ist ein... Achso, nein, das ist ein Geheim... Oh ja. Mom, Dad's room. Bathroom, Closet. Sogar eingezeichnet, okay. Cool, das hätte ich auch gern. Nice. Schöner Nähtisch. Dann müssen wir uns mal Licht anschauen. Wildfire. He saved her from the raging flames and then things really heated up. Der Typ ist süß. Nice. Und einen Kasten haben wir auch noch. Hä? Captain Allegra and the First Mate. Your costume, my costume, Lenny. Die sind so eine Art Cosplayer, das finde ich ja toll. Da sehen wir nichts draußen. Cool. Vielleicht haben wir doch wir gezeichnet. Ach, wie creepy ist das dann? Fuck. Sam, Darkroom, do not enter if red lights are on. Okay, da oben entwickeln sie Fotos. Ja, dann müssen wir erstmal rauf. Wir gehen jetzt mal in den Geheimgang. Durch hier. Hier. Boah. Enrico sagt, da passiert nichts. Sag mir, alles ist gut.
Möchte nicht. Oh Gott. Ghost Hunters, Sam and Lonnie's Secret House Investigation. Hidden Compartment found. 3. Okay. Okay, das am Foyer ist noch zu und das da auch. Okay. Oh mein Gott, Enrico. Oh Gott. Warum ist das Licht einfach ausgegangen? Das ist nicht okay. Oh Gott. Nö, ich gehe da nicht weiter. Keine Chance. Michi geht im Dunkeln nicht weiter. Nicht weiter. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So, was ist mit dem Ausgang? Ah, brauchen noch die erste Hälfte, okay. Private, do not read. Geschrieben von Sam, 1992. Ja, das lesen wir jetzt nicht. Also so viel muss ich schon sagen, das ist mir ziemlich wurscht. So, jetzt müssen wir in Dads Office nochmal rein. Genau, das war hier. Und genau gegenüber quasi. Hier, oder? Wir sind hier reingekommen. Ah nein, im nächsten Raum hinten. Misfits. At Todd's brother's place after the show, there was only a futon to sleep on, so Lonnie and I shared it. The lights went out. I was turned toward her. My eyes started to adjust, and then I could see she was looking at me, too. In the dark, she smiled. Oh, süß. My heart was beating so fast. I rolled over. I felt so, I don't know, nervous? After a minute, she put her arm around me and was so close and whispered in my ear, "I really like you." I just nodded my head, and I really hope she could tell. I really hope that she meant what I think she did. I felt like a shook-up can of soda ever since. I hope we have the chance to talk before I explode. So, die beiden haben wir. Die sind abgesperrt. Okay, oben gegenüber von Sams Zimmer gibt's noch was.
Das heißt, hier wieder raus, wieder die Treppen hoch. Und hoffentlich haben wir da dann den zweiten Teil zu Sam's Locker. Yes. Hello, hello. Who are you, Oscar? What do you want? To come bar. To come bar? Null 0501. 0501. Basement key added to Lonnie came backpack. over today, but everything was different. She was sitting at my desk chair, and she wouldn't look at me. Finally, I asked her what was going on. She said she felt like she'd done something wrong that night in the city. Like I must think... But I said no. There was nothing wrong. I just wanted to say... But I couldn't find the words. It felt like I was gonna cry, but I wasn't sad. She got up and sat next to me on the bed. I looked at her. Lonnie, do you think you could ever... And that's when she kissed me. Oh. Lieb. Das will man hören, das ist schön. Gillian Anderson, yeah. Also die Tochter liest die gleichen Schmuddelhefte wie der Vater. Oh nein, sie hat Ladendiebstahl begangen. Das ist uncool. Und sie raucht. Aber was ist da hinzugefügt worden? Nix, okay. Basement. Warum hat sie eine Bibel? Ich finde es einfach so geil, dass die Türen durch beide Richtungen aufgehen. So, wo gehen wir hin? Basement. Wir wollen eigentlich in den Basement. To Basement. Runter bei Dads Office vorbei. Ich habe keinen Bock auf Basement. Aber das Spiel anscheinend. Das Spiel hasst mich. Attic und Basement. Dinge, die nicht okay sind. Dinge, die wir nicht sehen wollen. Dinge, die ein Haus gar nicht haben sollte. Schon gar nicht so ein Riesenhaus. Stellt euch vor, wie riesig der Keller ist bei so einem Haus.
Dear Samantha, I would like to cordially thank you for having me to your abode for the Thanksgiving holiday with your lovely family and Lonnie. Okay. It's different now. I mean, we still hang out all the time like before. But now when no one else is around... Well, you know. So you could say we're dating. But it's secret. Secret dating? I don't know. I mean, I guess that's the real difference. Now when we get off the phone, or go home for the night, or it's just quiet and we're alone, we say I love you. Süß. Oh, sie wollte so einen Herzanhänger kaufen. Das ist ihr lieb. Und sie ist im College aufgenommen worden. Cool. I'm so stupid sometimes. I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing, and I was all making plans like, you should come visit me, stay in my dorm room. But she said, Sam, I ship out on June 6th. I was like, ship out? To where? She said, to basic training. What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like 12. And I guess she's really going to do it. So I was like, after graduation, I'm just never going to see you again? She said, let's just have fun while we can. Oh Mann, das ist hart. Wow, okay, unser Großvater mochte das Buch unseres Vaters nicht wirklich. Schade. The fuck ist hier alles bitte? Von Lonnie. Hey Sam, I'm writing to you from Multnomah Falls. I'm here on a stupid class trip, which is stupid because it's March and I don't know if anyone running this school has been to Riga, but it's cold and rainy as shit in March. Wish you were here. Oh wait, you are here because I'm writing this to you in the gift shop. Oh shit, love you. Oh. They tell you to stick with the group on field trips, Katie. There's a reason for that. Lonnie and I snuck off on the side paths at Multnomah Falls and got a little lost. Okay, a lot lost. Like, for hours. Right before the bus left, we found a trail and came running down the path, soaked and covered in mud, shouting for the bus not to leave. The school called home. Mom and Dad said, you didn't get into trouble like this before you met that Lonnie girl. But I don't think they know about us. The kids at school, though, I'm really afraid that's a whole other story. Stick with the group, Katie. Stick with the group. Okay, hier ist ein Geheimgang. Psycho House Girl. The coolest stuff about being the Psycho House Girl. Cool thing number one, everybody in the hall thinking you don't know they're looking at you and whispering as you walk past because I guess they haven't heard of Peripheral. Costume skeletons and devils, cheerleaders from the Smells Like Teen Spirits video. One girl dressed as Jackie Kennedy.
Oh, sie hat ihren eigenen Comic gezeichnet. Wo ist denn jetzt schon wieder was zum Abspielen? Da. I don't get Lonnie sometimes. Like, her band, and our zine, and her hair, and everything are all anti-authority. But I watch her in JROTC, and she's doing drills in perfect formation, following orders, no question. And there's all this stuff in the news about don't ask, don't tell. Like, she's going to join the army and then have to lie about who she is. She said they don't need to know what they don't need to know. Noch nicht so wirklich. Ich habe einmal nach dir geschrien, weil im This Keller from das the Licht girl who ausging. trashed her locker to Du like hast nicht defend geantwortet. my honor. Aber sonst ging's. I've learned when to stop arguing though. I don't think Lonnie even gets Lonnie sometimes. Aber es passiert halt dabei wirklich nichts. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ah, wir sind jetzt da hinten. This skull was the Sam, coolest thing I found in Mexico and it was like $3. I would miss you. Lonnie. Ja, aber wenn es mehr um diese Hintergrundgeschichten geht, dann finde ich es ein bisschen schade, dass es so wenig Sprachausgabe gibt, besonders von den ganzen geschriebenen Zetteln, weil das ist schon sehr viel zum Lesen. I got 2 tickets for blah blah. My girlfriend says she doesn't want to go. Taste in music. Okay, und diese neue Mitarbeiter unserer Mutter backert sie schon so ein bisschen an. Ich glaube, sie findet ihn auch sehr cool. Unser Comic ist da wieder. Okay, unsere Eltern haben uns ein Ultimatum anscheinend gestellt. Wir sind grounded für den restlichen Monat. From Social and Telephone. Und unser Auto dürfen wir auch nicht benutzen. Und sie verbieten uns sogar, unsere Schlafzimmertür zu schließen, wenn Lonnie da ist. Okay, hart. I had an interesting talk with Mom and Dad tonight. One you were never gonna need to have. I mean, you've known, right? I've known. I've known since, like, She-Ra. Mom and Dad didn't, I guess. But
They saw the zine and the stuff on the locker, and they were like, is there something we should know about you and Lonnie? And so here's the thing. I was prepared for them to be mad, or disappointed, or start crying, or something. But they were just in denial. You're too young to know what you want. You and Lonnie are just good friends. You just haven't met the right boy. It's a phase. That's what I didn't see coming. That they wouldn't even respect me enough to believe me. Well, joke's on them, because they're in for one very long phase. Das ist hart. Eigentlich gerade von solchen Eltern, wie sie leben, was sie für Jobs ausüben, mit der Tochter in Europa, sollte man eigentlich denken, dass sie etwas liberaler denken, aber nein. Tun sie nicht, taten sie nicht und die große Schwester war auch nicht da. Hart. Und ja, der Mann geht immer noch durch eine schwere Phase durch. Eine Schaffenskrise, Schreibblockade. Und die Frau vergnügt sich derweil, oder zumindest genießt sie es, begehrt zu werden. Ja. Was ist hier passiert? Wirklich, man kann sogar die Laden aufmachen. Ist nichts drin. Uah. So schon meine Bananen auch im aus. Ich schaue nur, ob da irgendwas dahinter steht, aber ich glaube fast nicht. Warum sind die Laden hier draußen? Das verstehe ich nicht. Okay, wir haben eine neue, also unsere Mutter hat eine neue Position bekommen. Nice. Wir bestellen viel Pizza. Was sehen wir denn da gerade? Okay, da hinten. Unknown Dimensions, ein neuer Verleger. Die haben versucht, uns zu finden.
Sie wollen uns verlegen. Also unser ursprünglicher Verleger ist schon lange weg und sie wollen das nochmal printen, nochmal drucken, nochmal neu auflegen. Beide Bücher. Okay. Das ist ja gut. Sam, your mother and I will be away for a long weekend celebrating our anniversary. We will be camping in the blah, but we will give you a call. So the kitchen still, my renovation, never trust the contractor. $40 is on the table to order pizza. Deswegen die Pizza. Warum liegt hier Milch? Keine Clowns, wir mögen keine Clowns. None of my parents are leaving town, so we'll have to blah blah blah. The usual spot in the attic. Not that the attic doesn't make it musty. Bedroom is warmer. Sam, we should defile your parents in bed while they're gone. That will show them. Lonnie, you're gross. Never change. Keine Ahnung, wo wir weiter... Da waren wir schon. Da waren wir schon. Okay, jetzt fängt es an, dass wir im Kreis gehen. Ich würde sagen, wir gehen nochmal im Basement runter. Ich glaube nicht, dass wir da schon überall waren. Hier waren wir schon, oder? Ja. Genau. Dort hatten wir alles... So, die Tür ist jetzt auch offen. Da können wir jetzt auch durch in Zukunft. Hier waren wir noch nicht. Verrückt. Und eine Nachricht. Pharmacy 1963. Wir schreiben das mal auf. Das war der Zettel unserer Schwester. Kommen wir auf diesen Dachboden? Mir sind hier auch viel zu viele Geheimgänge in diesem Haus. Ich finde das ganz unheimlich. Ich würde in keinem Haus leben wollen, wo solche Geheimgänge sind. Never ever. So, da waren wir schon. Da fürchten wir uns nicht mehr. Da waren wir. Hier waren wir nicht. Da ist noch ein Schlafzimmer. Girl Scout, a band formerly known, setlist, role model, blah. Okay. Todd's band lost their singer. Todd said he sucked. Lonnie said he got sick of Todd's shit, and he was complaining about needing a new singer. So Lonnie was like, I can Sie hat sing. das Herz bestellt. And they were all kind of like, you can? And she was like, probably. But she's been rehearsing with them for like a week now. And I finally got to see them play in Todd's basement today. And she's actually
really amazing. I feel so proud when she's on stage. It's incredible being in awe of someone you love. So everybody knows it's like a temporary situation till she ships out in June. But till then, I'm gonna be at every single show. Oh Gott. I'm so happy you liked the drawing. I was thinking of us on a trip. Lani denkt an uns, egal wo sie ist. Das ist schön. Wer möchte denn hier schlafen, bitte? Im Greenhouse waren wir doch nicht, oder? Das Greenhouse haben wir irgendwie übersehen. Safe-Kombination fehlt noch. Never mind, dunkler Gang. Never mind. Guest room. Da fehlt eine Glocke. Hey Kitty, wo ist die Bibliotheksglocke? Und warum ist der Gang so dunkel? Oh, it doesn't work. Okay, nein. Nein, 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 nein. Moment nochmal. Bibliothek haben wir gesagt. Dann müssen wir vielleicht in die Bibliothek und dort liegt irgendwo diese Glocke. Oder liegt die hier? Nein. Das ist eine Dose. Kitty, seid ihr schon zu Hause? Bereit, meine ich. Yes, okay, ich komme sofort. Gut. Ja. Das Spiel ist interessant. Also, so ein bisschen mehr Shocking-Momente könnten schon dabei sein. Es ist etwas anstrengend, dadurch, dass die Geschichte unserer Mutter dabei ist, die von Sam und Lenny. Ja, das finde ein bisschen viel. Ja, Enrico. Aber heute offline. Ich war jetzt 1 Stunde und 42 Minuten online. Wir haben ein bisschen Zahnschmerzen auch noch bekommen. Sache heute tut mir doch nicht so gut. Enrico, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend, wunderschönen Sonntagabend. Ich bin morgen bei Dreharbeiten. Ich weiß nicht, ob ich morgen streamen werde. Je nachdem, wie lange die dauern, bin ich online oder nicht online. Aber hey, jetzt wo ich solo bin, werde ich viel mehr streamen. Viel mehr Tage zum Streamen, viel mehr Abende. Und ja, wie gesagt, unser nächstes Ziel ist, alle Nancy Drew Spiele zu spielen. Und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Die Abenteuer von Helden, die... Enrico, wunderschönen Abend wünsche ich. Danke fürs Zuschauen. Das war's heute mit Gone Home. Ich hätte vielleicht den Hashtag Horror ein bisschen abändern müssen. Danke, bye.